Ja, mich persönlich beeindrucken Munas Klarheit und auch die Stärke. Sie überwindet Scham und Angst. Im Studio ist jetzt Salah Ahmad, Psychologe und Traumaexperte für Folteropfer, Gründer und Vorsitzender der Jiyan Foundation for Human Rights. Ich freue mich, dass Sie ins Studio gekommen sind. Dank. Sie wollen ebenfalls, und Sie tun das auch, Folteropfer stärken. Was ist in Ihren Augen das Wichtigste daran? Das Wichtigste für uns, wenn ein Mensch zu uns in diese Einrichtung kommt, Frau oder Mann, dass wir ihnen dieses Gefühl des Respekts gebühren erstmal, weil sie dort in diese Räume, wo sie gefoltert worden sind, das vermisst haben. Das Erste, dass wir ihnen das Gefühl geben, dass wir hier ein Mensch einen anderen Menschen begegnet. Das ist sehr wichtig. Wie machen Sie das? Mit Tee, mit Gesten, mit Ruhe? Indem, dass wir erstmal ihn willkommen heißen, uns vorstellen und sagen, wozu wir hier in diesem Zentrum arbeiten und dass wir viele Menschen kennen, die auch ihre Schicksale hatten und sie waren hier und wir sind sehr glücklich, dass sie auch heute bei uns sind als Beispiel, so wie ein Gastgeber. Und das macht es leichter für die Opfer, dass sie offener werden, dass sie reden. Und sehr wichtig ist, dass auch immer in dem Gespräch gesagt wird, das Gespräch bleibt hier unter zwischen diese vier Wände, das geht nicht raus. Ohne ihr Einverständnis werde ich niemandem was sagen oder auch schreiben. Daher seien Sie sicher. Es geht ja sehr um Vertrauen, das Sie praktisch wahrscheinlich erst mal gewinnen müssen, weil so viel davon zerstört wurde. Im Bericht ist ja erst mal schon angeklungen, dass auch ganz gezielt eben Frauen gefoltert werden, um eine Gesellschaft durch diese Traumata der Frauen zu demütigen, gefügig zu machen. Wo kann man da ansetzen? Denn es ist ja ein Teufelskreis. Die Frauen geben das ja auch weiter. Natürlich, das ist das Problem. Es gibt in diese Gegend, wo sagen wir, Nahen Osten in allgemein, dass die Ehre und die Frau irgendwie als Punkt 1 so sehr wichtig gesehen wird. Und erstmal will das Regime, weil sie wissen, dass die Frauen Mütter sind und auch in der Gesellschaft ständig untereinander reden, eine Angst verbreiten, dass diese Frauen das eine und zweitens auch die Männer damit richtig sozusagen verletzen, indem ihre Frauen vergewaltigt oder was angetan wird. Und diese Sexualität spielt eine große Rolle, weil jeder in der Gesellschaft, wenn eine Frau verhaftet wird, geht davon aus, dass diese Frau in diesem Gefängnis auch vergewaltigt wurde. Und dadurch, es gibt und daher ein sehr unangenehmes Schweigegefühl zwischen Familienmitgliedern, Ehefrau, Ehemann, keiner redet darüber und alle wissen oder sie wissen irgendwie oder denken irgendwas, dass ihre Frau zum Beispiel, der Ehemann denkt, dass die Ehefrau vergewaltigt wurde und manchmal wahrscheinlich auch nicht. Aber trotzdem, die anderen Stigma, in der Gesellschaft, es ist eine Stigmatisierung, wo die Frau langsam merkt, dass ihre Schwiegermutter oder weiß ich nicht wer immer sie anders anschaut als vorher, anders behandelt. Dass auch in der Sexualität, das nicht so geht wie vorher. Also ich stelle mir das, um Sie nur kurz zu unterbrechen, denn wir haben auch nicht so viel Zeit, sehr schrecklich vor und auch so, dass ich nicht weiß, ob ich mich von sowas erholen würde. Ist das denn, wie ist Ihre Erfahrung? Kann man sowas Gebrochenes und sowas Stigmatisiertes heilen, wirklich? Ja, kann man das, indem dass man in einer sicheren Situation ist, dass man jahrelang mit diesen Menschen arbeitet. Wir haben Hunderte von Menschen behandelt und sie sind jetzt in ihrer Familie glücklich und sie führen ihr Leben. Aber was man nicht machen kann, dass man diese Geschichte nie vergessen kann. Das heißt, sie müssen einfach lernen, wie sie mit diesen Geschichten weiterleben können. Das ist diese Ertragen erstmal, ja. Das ist so ein tiefer Schmerz und eine tiefe Narbe, das geht nie weg. Man ist nie heimisch wieder. Man ändert sich, die Persönlichkeit, die Gefühle, sehr viele Sachen muss man sozusagen in dieser Gesellschaften auch spielen. Und manche haben dann keine Lust mehr. Sie werden depressiv, dann isolieren sie sich selber. Und sehr oft dann kommt es auch auf Suizidgedanken. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren, uns berichtet haben und ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute. Salah Vielen Ahmad. Dank. Ich danke Ihnen.